Heute zeige ich euch, was im Devastator steckt oder besser gesagt, was ihr als Devastator in eure Gegner steckt. Nein, nicht was ihr denkt, ich rede von seinem riesigen Felsstachel. Also, ach komm, Intro. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Still Alive und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um News, Infos und Guides zu Outriders. Wenn euch das Video gefällt, zeigt mir das mit einem Daumen und bleibt mit einem Abo dabei, wenn ihr keine Videos mehr zu Outriders verpassen wollt. Und natürlich werde ich auch direkt am Donnerstag zum Release von Outriders live hier auf YouTube die Reise nach Enoch starten. Ich freue mich, wenn ihr auch am Start seid. Morgen ist es soweit und wir können endlich mit Outriders loslegen. Konsolenspieler etwas früher und PC-Spieler müssen sich ein paar Stunden länger gedulden. Aber auch Besitzer der Steam-Version können seit gestern den Preload von Outriders starten. Alle Infos zum Release findet ihr auch übrigens in meinem letzten Video. Und einer von euch kann sich ganz besonders glücklich schätzen, da er umsonst mit Outriders durchstarten kann. Den glücklichen Gewinner des Giveaways blende ich jetzt ein und natürlich hast du auch schon eine Nachricht erhalten. Also herzlichen Glückwunsch JStats1, wir wünschen dir viel Spaß und sehen uns auf Enoch. Aber auch allen anderen möchte ich für die Teilnahme danken und als kleinen Trost will ich euch heute die Zeit des Wartens etwas verkürzen, indem wir uns neues Gameplay vom Devastator ansehen. Das Videomaterial stammt von MTash, der vorab das Spiel und die Klassen auf der Maximalstufe testen durfte. Bekanntlich werde ich ja mit dem Devastator starten und stelle euch deshalb mein Bild dazu vor und kläre euch auf, was es mit dem weirden Intro auf sich hatte. Also bleibt bis zum Ende dran. In der Demo haben wir ja bereits einen kleinen Einblick in das Potenzial des Devastators erhalten und konnten uns schon 4 der insgesamt 8 Fähigkeiten angucken. Eine Fähigkeit, die immer wieder zur Sprache kam und auch das eine oder andere Mal als overpowered betrachtet wurde, war Reflect Bullets. Was jedoch viele vergessen ist, dass wir in der Demo nur einen ganz kleinen Ausschnitt des Spiels gesehen haben und es deshalb auch nur mit den gleichen Gegnertypen zu tun hatten. Zum Release wird aber eine Vielzahl weiterer Gegner hinzukommen und damit auch eine Menge der einheimischen Kreaturen von Enoch. Da diese Aliens aber keine Kugeln auf euch schießen, wird Reflect Bullets im späteren Spielverlauf auch deutlich an Stärke einbüßen. Zwar könnt ihr damit auch Nahkampfangriffe abhalten, das große Schadenspotenzial sollte aber geringer ausfallen. Der Build, den wir uns jetzt angucken, wird deshalb ohne Reflect Bullets auskommen und sich auf Blutungsschaden, Self-Heal und den massiven Schaden der Fähigkeit Impale konzentrieren. Impale unterbricht einen Gegner, lässt ihn bluten und verursacht eine Menge Schaden. Wenn der Gegner durch Impale stirbt, wird er aufgespießt und hinterlässt eine Zone, in der ihr und eure Gruppenmitglieder einen Bonus auf Rüstung und Lebensregeneration erhaltet. Diese Fähigkeit eignet sich nicht nur um kleineren Gegnern den Garaus zu machen, sondern richtet auch an Captains und Bossen großen Schaden an und ist der perfekte Finisher. Ich werde diesen Build außerdem mit dem Gravity Leap spielen, den wir bereits aus der Demo kennen. Wir können Gravity Leap als Opener benutzen, um direkt ins Kampfgeschehen zu springen und uns schnell über das Schlachtfeld zu bewegen, aber auch um Angriffen auszuweichen oder für ein paar Sekunden nicht angreifbar zu sein, ist der Gravity Leap super geeignet. Zuletzt wähle ich die Fähigkeit Tremor, welche eine Reihe von Explosionen um euch herum erschafft, die Gegnern Schaden zufügen und euch heilen. Hiermit könnt ihr nicht nur AOE-Damage an großen Gruppen anrichten, sondern steigert auch noch eure Überlebensfähigkeit. Da dieser Build auf Blutung spezialisiert ist, ist das legendäre Set Seismic Commander ein wahrer Traum. Als Set-Bonus richten wir bei allen blutenden Gegnern 150% mehr Schaden mit unseren Waffen und Fähigkeiten an und sollten somit darauf achten, dass möglichst viele Gegner bluten. Das können wir einerseits mit unserer Nahkampffähigkeit oder mit Impale bewirken und die Mods Primal Gutting oder Bloody Crush sorgen für zusätzliche Blutungseffekte mit unserem Nahkampf und dem Gravity Leap. Und auch für eure Waffe gibt es Tier 1 bis 3 Mods, um Gegner durch eure Projektile mit Blutungsschaden zu belegen. Mit der Mod Life Absorption verleiht ihr eurem Gravity Leap noch mehr Utility,
da ihr euch für 100% des verursachten Schadens heilt, bzw. um 200%, wenn der Gegner dabei stirbt. Die Mods Ultimate Impaler und Palisade ermöglichen es euch, Impale mehrmals zu nutzen und mehrere Gegner gleichzeitig zu treffen, und mit Rivers of Blood richtet ihr mit Impale 50% Bonusschaden an blutenden Gegnern an. Mit dem Set-Bonus verursacht ihr bei blutenden Gegnern also mit Impale jetzt schon 200% mehr Schaden. Natürlich funktioniert dieser Build auch ohne das legendäre Set, aber der Schadensoutput wird einfach geringer sein. Jetzt werfen wir einen Blick auf die Skillung, die ich mir für diesen Build überlegt habe. Da wir mit seismischen und kinetischen Fähigkeiten spielen, nehmen wir im unteren Skilltree natürlich die Cooldown Reduction mit. Insgesamt erhalten wir eine Reduzierung von 30% auf unsere seismischen Fähigkeiten Tremor und Impale und weitere 15% auf die kinetische Fähigkeit Gravity Leap. Anomaly Bullets gibt uns 15% unserer Anomaly Power als Firepower dazu, falls unsere Fähigkeiten dann doch mal auf Cooldown sind. Mit Executioner erhöhen wir den Schaden um 20%, wenn Gegner weniger als 30% Lebenspunkte haben, was unseren Finisher Impale noch stärker macht. Mit den beiden Skillpunkten in Bloodbath erhöhen wir unseren Blutungsschaden um insgesamt 60% und Blood Donation heilt uns um 35% des verursachten Blutungsschadens. Ihr merkt schon, wir haben jede Menge Self-Heal durch Blutungsschaden, Tremor und unseren Gravity Leap. Mit Skill Sentry werden wir noch widerstandsfähiger, indem wir einen Bonus von 20% auf Rüstung und Resistenzen erhalten, immer wenn ein Skill endet. Deshalb profitieren wir von unserem Gravity Leap gleich doppelt und dreifach. Wir können damit weite Strecken überbrücken, richten Schaden und je nach Mod Blutung bei den Gegnern an, heilen uns und erhalten Bonusrüstung und Resistenzen. Mit dem letzten Skill aus dem Seismic Shifter Tree erhalten wir dann noch einen 50% Schadensbonus auf Impale und Tremor. Damit richten wir mit Impale sage und schreibe 270% mehr Schaden an blutenden Zielen an. Die letzten 4 Punkte habe ich in den oberen Skilltree gesteckt, um 8% mehr Waffenschaden, 15% Armor Piercing, 15% Waffenschaden auf Close Range und weitere 15% Cooldown Reduction für unseren Gravity Leap zu erhalten, damit wir mobiler bleiben und uns öfter mit der Fähigkeit heilen können bzw. die Resistenzen und Bonusrüstung erhalten. Die Dauer des Blutungsschadens habe ich nicht erhöht, da ich glaube, dass die meisten Gegner nicht lange genug leben, um davon zu profitieren und deshalb die Punkte woanders besser eingesetzt sind. Auch die 40% Bonusrüstung durch Anomaly Power habe ich weggelassen, weil wir mit unserem Self-Heal genug Mittel haben sollten, um zu überleben. Wenn ihr euch die komplette Skillung selbst anschauen wollt oder einen eigenen Build basteln möchtet, könnt ihr den Link dazu in der Videobeschreibung finden. Ob dieser Build auch im Endgame funktioniert, wird sich natürlich noch zeigen, aber zum Leveln solltet ihr ihn vielleicht mal ausprobieren. Ich werde es auf jeden Fall tun. Was haltet ihr von diesem Build? Was würdet ihr anders machen und habt ihr euch schon Gedanken über Builds gemacht? Schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare und lasst doch direkt noch ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Um in Zukunft keine Guides zu Outriders zu verpassen, würde ich mich über ein Abo freuen und stellt sicher, dass ihr die Glocke aktiviert habt, um über neue Videos und Streams benachrichtigt zu werden. Das war's jetzt erstmal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.